Wenn man sich vorstellt, was ein Panorama ist, dann ist es ja so ein Blick auf was weit weg ist, und das ist so ein Rundblick, so ein Weitblick, auf dem viel drauf ist. Also jetzt zum Beispiel auf dem Foto, auf dem Panoramafoto, aber um alles zu erkennen, um die ganzen Einzelheiten zu erkennen, muss man schon genau hingucken. Also ich hab Bilder im Kopf beim Musikmachen. Ja, also ich stelle mir immer irgendwelche Handlungen vor, oder ja. Ich habe das Gefühl, wenn ich so ein Lied gemacht habe, habe ich mich ausgesprochen, so, ne? Das ist ganz komisch. Ja, und das sind dann meine Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich das Lied dann nachträglich höre. Wenn ich ein Lied mache, muss ich immer das Gefühl haben, dass es gerade das Beste ist, was ich mache. So, also wenn ich merke, so, oh, das ist ganz cool, aber so, dann mache ich es nicht weiter, dann lasse ich es liegen, so, ne? Also in dem Moment, wo ich was mache, habe ich eigentlich immer das Gefühl, das ist gerade das Beste, was ich mache. Also die Sachen, die ich benutze, sind eigentlich ganz schön alt und steinzeitmäßig, aber ja, ich glaube, es sind die Gerätschaften und wie ich damit agiere.
Also ich hatte war damals oft angeln, hatte eine kaputte Angel, so eine Bambusangel. Die war am Arsch, gebrochen. Daraus habe ich mir 2 so Schlagzeugsticks gesägt und habe dann vor mir so Kissen aufgebaut, 4, 5, und habe dann mitgeklopft. So, so ging das, glaube ich, los mit dem Interesse so mit Musik machen noch, ne? Das war natürlich noch kein Musik machen, aber ich fand's Hammer, so ich kam mir total gut vor dabei, ne? Also Gitarre ist so das einzige Instrument, was ich so okay spielen kann. Ja, und jeder Akkord, der irgendwie in einem Lied vorkommt, wurde vorher mindestens einmal auf Gitarre gespielt. Also ich übertrage die Akkorde dann irgendwie so auf die Tastatur und lege dann so die Sounds drüber. All comes down to smallest things, miles away from where I want to be. Ganz oft finde ich, wenn du eine schöne Harmonie im Kopf hast und du hast die Harmonie 2 Minuten lang in ein Lied drin, dann ist die Harmonie nach 3 Sekunden nicht mehr cool. Also manchmal versuche ich, beim Musikmachen habe ich vielleicht eine Stelle, wo ich denke, so, oh, das ist der Oberhammer. Und dann baue ich aber 2 Minuten lang nur auf diese Stelle hin, dass sie eine richtige Wirkung hat, damit es an der Stelle auch explodiert. Aber die Explosion darf nicht 10 Sekunden gehen, die geht manchmal nur ganz kurz. Und dann fährt es eben wieder runter, so, ne? Ja, am Ende sind es so diese Kleinigkeiten und ich mag das, wenn es so ein bisschen dramatisch ist alles, wenn was auf was hinarbeitet. Ja, und so ein bisschen man dieses flaue, mulmige Gefühl im Magen hat. Also ich mag sowas total gerne. Manchen ist es vielleicht zu doll, drückt das vielleicht zu doll aufs Gemüt, aber ja, ehrlich gesagt ist das so, so würde ich meinen Sound sehen. Ich versuche, glaube ich, Musik zu machen, die man in bestimmten Situationen gerne hört.
This is it? Yeah. 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 This is it? Sorry. Cool, Dankeschön. Okay. Cool. Moin. Bei mir passiert einfach live total viel. Es kann noch viel schief gehen, aber genau diese Fehler mag ich auch. Und ich glaube, das macht auch meinen Sound aus, dass alles so ein bisschen unrund und ein bisschen umherklappert. Und es geht bei mir nicht darum, dass ich die Leute zum Tanzen bringe oder auf der Tanzfläche halte, wenn davor ein DJ aufgelegt hat. Also die Leute könnten auch stehen oder tanzen und sich das anhören.
Und jetzt viel Spaß mit Leibniz aus Leipzig, hoffentlich. You said in the back, lean out of the window, so that you can Zahlen die wenigsten. Ich weiß noch, wann ich den Namen mal gelesen habe, und zwar, dass es so einen geilen Comic gibt, Perry Rhodan, den es ja heute immer noch gibt. Ja, und ich fand diese alten Science-Fiction-Zeichnungen so cool. Und habe da ein bisschen rumgestöbert und dann auch irgendwann einen Comic gefunden, was Micronaut heißt. Also ich mag diese Aufregung und so, und irgendwie, ja, ich glaube, das spiegelt sich ganz so in den Linien auch wieder. Ja, eigentlich habe ich zu jedem Sound auch immer ein Bild im Kopf oder vielleicht auch manchmal eine Handlung. Wie gesagt, mit den meisten Dingen geht wahrscheinlich nur mir das so und kein anderer empfindet das so. Also das ist ganz oft so, wenn ich hier so Musik mache und rumsetze und dann stelle ich mir so vor, wenn ich das mal live spielen würde, oh, das ist eine Stelle da. Also wenn mich was berührt, dann wird mir eher flau und dann habe ich auch immer das Gefühl, als wenn ich auf Klo muss. Und das passiert mir ganz oft und dann stelle ich mir vor, dass anderen Leuten das auch so geht. Aber das ist totaler Quatsch, das empfinde in dem Moment natürlich nur ich so. Ich habe immer gesagt, also wenn man mal älter ist, also mit älter meine ich jetzt, weiß ich, so 60, 65, und man blickt zurück, dann will ich sagen können, dass ich glücklich war, so mit dem, was ich gemacht habe. Ne? Und womit man glücklich ist, das ist bei jedem was anderes. Bei mir ist es das, was ich gerade habe.